I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself. Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und ja, es ist wieder nichts Spektakuläres passiert. Ich fange mal gleich mit der News-Section an, das Wetter. Es wechselt aktuell immer zwischen sonnig, Regen, kalt, warm und so weiter. Und das sorgt auch dafür, dass sich viel Nässe in den Wohnungen ablagert, kondensiert. Und das ist eigentlich ein Wetterphänomen, das es vor allem im Süden gibt und eigentlich auch gar nicht so zu dieser Zeit jetzt, sondern ein bisschen später, Juni oder so. Das gibt es hier auch. Man nennt das auch Huinan Tian. Das bedeutet, kurz gesagt, es regnet indoor. Und es ist wirklich ganz schön extrem teilweise. Also wenn das Wetter umschlägt und es drinnen kälter ist als draußen und die Luft regelrecht gesättigt ist mit Feuchtigkeit, dann schlägt sich das in den Wohnungen nieder. Und das kann tatsächlich regnen. Also in Kanton auf jeden Fall. Ich sehe das hier bei mir eher so im Hausflur. In der Wohnung haben wir solche Dehumidifier, mit denen man die Luftfeuchtigkeit raussaugen kann. Das funktioniert in aller Regel auch. Aber wer keine Aircon hat oder keine Entfeuchter, dann wird es schwierig, weil man kann die Wäsche im Augenblick nicht raushängen. Und also das ist wirklich eine blöde Zeit. Wie gesagt, in Südchina ist das ziemlich extrem, hier in Hangzhou nicht so sehr. Und hier wird es eigentlich auch erst schlimmer etwas später, so Ende Juni ungefähr. Hier nennt man das auch Fan Chao oder Huangmeitian, also das heißt gelber Pflaumentag. Das ist die Zeit, wo diese gelben Pflaumen blühen. Da kommt das eben öfter mal vor. Und es ist wirklich unangenehm. Ein großes No-Go in dieser Zeit ist auch Wäsche waschen. Also man kann einfach keine Wäsche waschen, weil wenn man die aufhängt, ist sie wahrscheinlich, bevor sie trocken ist, verschimmelt. Und am Ende dieser Periode ist alles irgendwie klamm. Wirklich sehr unangenehm. Übrigens auch ein Grund, warum es hier keine Tapeten gibt. Also die würde einfach wegschimmeln bei solchen Witterungen. Übrigens gibt es auch einen Film namens Huinan Tian, der in dieser Jahreszeit spielt. Ist eigentlich ein Beziehungsdrama. Nicht so schlecht. 2020 erschienen und auf Englisch heißt er Damp Season. Ich habe in die Shownotes mal so ein Video verlinkt, wie diese Zeit aussieht. Jetzt aktuell in Kanton und ein bisschen später bei uns, beziehungsweise in abgemilderter Form jetzt schon bei uns auch. Nächste Sache, ich bekomme immer mal wieder Fragen, wie ich bestimmte Sachen mache oder was ich dazu sage oder jenes sage. Da möchte ich hier nochmal auf meine FAQ hinweisen, die man auf der Webseite findet, also diary.umlauts.de. Da habe ich viele Fragen mir selbst schon mal beantwortet und ich erweitere das auch immer mal so ein bisschen, wenn neue Sachen hinzukommen. Und eine Frage, die letztens kam, wie das denn hier so aussieht, also wie ich aufnehme, hier in dem Durchgangszimmer, und da habe ich mal ein Foto gemacht von meiner Perspektive aus. Also findet man in den Shownotes, werde ich dann irgendwann auch mal in die FAQs unterbringen. Apropos Film, weil ich das gerade erwähnt hatte, 14 chinesische Filme sind auf der Berlinale gewesen und haben das Ganze doch ziemlich gerockt. Nicht alle, aber einige davon. Ich habe mal verlinkt, welche Filme dort vorgestellt wurden, und es gibt auch eine Empfehlung, welche 7 chinesischen Filme man 2025 unbedingt gesehen haben muss. Auch das habe ich mal verlinkt. Und dann noch eine Sache aus den News, die ich auch ganz interessant fand. Es gibt eine neue Tandemzelle, also Photovoltaik. Ich werde das wahrscheinlich bei II Colloquium irgendwann mal ansprechen, weil wir nämlich gerade dort über Tandemzellen gesprochen haben. Und da gibt es ein Paper von Science, von chinesischen Wissenschaftlern. Die haben mit dieser Tandemzelle aktuell eben 30% hergestellt. Und das ist ein Prozess, der schon ziemlich dicht dran ist an einem industriellen Prozess. Also diese 30% könnten relativ schnell in die industrielle Produktion überführt werden. Dann, was ich gerade mache, beziehungsweise gemacht habe. Ja, aufgrund des schlechten Wetters war ich überhaupt nicht draußen oder fast nicht draußen. Und hier drin habe ich aber, also in meiner Freizeit, einen Film über die Wüstenbegrünung gemacht oder bin noch dabei.
Das hatte ich schon mal angekündigt hier, ich glaube in der Weihnachtsfolge. Da bin ich noch nicht mit fertig, weil ich, wie gesagt, das immer zwischenschieben muss. Das ist keine Sache, die mir irgendjemand bezahlt. Das wird dann auch auf meinem YouTube-Kanal, also nicht auf dem Firmenkanal, erscheinen. Und ach so, auch eine Frage, die mich erreicht hat, wie ich denn sowas skripte und so, oder ob ich überhaupt skripte, den Podcast hier zum Beispiel. Also den Podcast nur, wenn ich was ablesen muss, also wenn ich was zitieren muss, wenn ich was vorlese oder so, weil das lerne ich nicht auswendig, das ist mir zu anstrengend. Da habe ich hier diesen Teleprompter. Aber ansonsten ist das Freestyle. Das heißt, ich habe meine Stichpunkte und dann erzähle ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist und hinterher gucke ich, was ich davon wieder rausschneide. Ja, also an sich ganz einfach, nicht groß irgendwie Theater mit irgendwelchen Witzen, die ich mir vorher schreibe und dann hier erzähle oder so. Allerdings, wenn mir einer Witze schreiben möchte, gerne mal her damit. Die trage ich hier auch gerne vor. Jetzt aber zum eigentlichen Titelthema: Arbeiten in China. Ich hatte das Thema hier ja schon öfter, auch unter anderem Bewerbungen in China und so weiter. Und es erreichen mich immer wieder, zum Beispiel auch in der Facebook-Gruppe Deutsche in China, immer wieder die Fragen, wie das dann ist mit Arbeiten in China. Ja, und das ist viel komplizierter, als ich das hier jetzt in 15 Minuten irgendwie abhandeln könnte, aber mal ganz grundsätzlich zu Arbeiten in China. Es gibt einen Mindestlohn. Das wird jetzt Ausländer, die hierher kommen, nicht betreffen, weil die wollen ja eigentlich mehr verdienen, als sie in Deutschland verdienen zum Beispiel. Aber es gibt einen Mindestlohn für Chinesen eben, für Ausländer natürlich auch, aber der gilt generell. Der ist nicht sehr hoch, aber immerhin gibt es einen. In Tier-1-Städten ist der zwischen 2.300 und 2.500 RMB pro Monat. Und in weniger entwickelten Regionen liegt er so zwischen 1.000 und 1.500 RMB pro Monat. Das machen die Kommunen bzw. die einzelnen Städte oder Provinzen für sich aus, weil China ziemlich föderal ist, was das betrifft. Es besteht eine Versicherungspflicht, wird zwar nicht überall durchgesetzt, aber hier in Hangzhou und anderen Tier-1-Städten schon. Also da muss man sich darauf einstellen, dass man hier Versicherungen bezahlt. Seit dem 01.01.2025 ist die Versicherungskarte auch an die Arbeitserlaubnis gekoppelt. Und Karte ist auch nicht der richtige Ausdruck, weil das findet alles nur noch online statt. Dann zum Mutterschutz. Von dem Moment, wo die Frau die Schwangerschaft bekannt gibt, bis 12 Monate nach der Geburt, gibt es einen Kündigungsschutz. Es gibt auch einen Mutterschaftsurlaub, der garantiert 98 Tage. Und in Großstädten, also in Tier-1-Regionen, wird nochmal zusätzlicher Urlaub gewährt. Insbesondere dann, wenn es sich um das zweite Kind handelt oder wenn die Mutter über 35 Jahre alt ist. Es gibt auch Mutterschaftsgeld, das beträgt üblicherweise 70-100% bezogen auf die letzten 12 Monate. Ist wie in Deutschland auch vom Arbeitgeber und von der Sozialversicherung bezahlt. Bezüglich Abfindung, also wenn man fertig ist mit seinem Arbeitgeber, wird üblicherweise berechnet 1 Monatsgehalt pro Arbeitsjahr oder 2 Monatsgehälter pro Jahr, wenn die Entlassung ungerechtfertigt ist. Es gibt auch eine Obergrenze für Abfindung, aber das kann man letztendlich auch so ein bisschen aushandeln und wieder regional sehr unterschiedlich. Wettbewerbsverbote gibt es auch, die sind aber sehr stark reguliert. Sie müssen geografisch begrenzt sein, sie müssen branchen- und produktspezifisch sein und sie dürfen nicht länger als 2 Jahre dauern. Und noch was zur Gerichtsbarkeit. Arbeitnehmer können ihren Arbeitgeber bis zu 12 Monaten nach Verlassen der Firma vor Gericht bringen, falls es zum Beispiel irgendwelche Lohngeschichten gibt oder so. Die Arbeitsgerichte sind für Einzelpersonen kostenlos, wobei die Regierung rechtliche Unterstützung bietet. Also man kriegt dann auch einen Rechtsanwalt oder was auch immer beigestellt. Und die Beweislast liegt beim Arbeitgeber. Das finde ich übrigens ziemlich stark. Also nicht schlecht soweit. Und dann die Frage aller Fragen, wie sieht's aus mit Urlaub? Naja, es ist nicht ganz so schlimm wie in Japan, aber nicht so traumhaft wie in Deutschland. Ein Arbeitnehmer in China hat je nach Dienstjahren zwischen 16 und 26 Tage Urlaub. Aber viele Unternehmen bieten darüber hinaus noch zusätzliche bezahlte Urlaubstage. Es ist aber, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nicht so kompliziert, unbezahlte Urlaubstage zu bekommen. Das hängt natürlich auch vom Arbeitgeber ab und von der Art und Weise der Beschäftigung. Aber ich bin ja hier auch in mehreren Firmen tätig gewesen als Angestellter und
das kriegt man irgendwie hin. Also wenn man sagt, hey Chef, ich habe dringend das oder das zu erledigen, da braucht man nicht viel Gezettel machen. Dann sagt er eben, ja, okay, willst du das rausarbeiten oder willst du unbezahlt haben? Und ja, dann kann man sich entsprechend einigen. Das habe ich sogar bei einer taiwanischen Firma so gehandhabt. Und taiwanische Arbeitgeber, muss man sagen, sind hier in China knochenhart. Aber selbst da läuft das eigentlich ziemlich menschlich ab, nach meiner Erfahrung. Aber wie gesagt, das kann auch an anderer Stelle anders sein. Und last but not least habe ich mal einen Gehaltsspiegel veröffentlicht, den findet man auch in den Shownotes, zu verschiedenen Branchen hier in China. Das ist ziemlich umfangreich und da kann man mal gucken, ob sich das lohnt, nach China zu ziehen, je nachdem, was man so für einen Job hat. Ein bisschen passend dazu ist der Scientist Exodus aus den USA. Man kann und sollte aus verschiedenen Gründen mit der US-Politik hadern. Aber manches kann man eben auch als Chance nutzen. Und aktuell schauen sich Wissenschaftler, amerikanische Wissenschaftler oder eben Wissenschaftler aus ehemals Europa oder ehemals China, ja angestrengt wo sie jetzt hingehen können. Ist natürlich gut, wenn man noch eine zweite Staatsbürgerschaft hat, dann geht das relativ schnell und einfach, zum Beispiel in die EU zurückzukehren. Aber auch China bietet da im Augenblick einen Haufen Programme an, um diese Wissenschaftler nach China zu bekommen. Und ich habe da mal ein paar Artikel zu verlinkt, weil häufig heißt es dann ja auch, naja, das sind eben die Leute, die Loser, die keinen Job finden und so. So ist es nicht. Ich habe das Thema ja hier vor einiger Zeit bezüglich Gen Z auch schon mal angesprochen. Viele Studenten, die sich überlegt hatten, ob sie eine Karriere im Silicon Valley oder so anfangen, sagen sich jetzt auch, ja, warum sollte ich das machen? Ich gehe lieber nach China. Und das lässt sich aktuell natürlich auch auf Deutschland übertragen, beziehungsweise auf Europa. Viele Wissenschaftler, einige kenne ich tatsächlich auch, überlegen jetzt laut, beziehungsweise haben schon ihre Koffer gepackt und werden die USA verlassen. Ich will das gar nicht groß bewerten. Die amerikanische Politik ist mir im Prinzip relativ egal. Aber wie gesagt, für die deutsche Regierung zum Beispiel oder für die europäischen Regierungen ist das natürlich eine echte Chance. Und wenn man denen jetzt was bietet und sagt, ja, hier kriegst du das, kriegst du jenes oder wir haben das und das und das. Übrigens auch mal eine Änderung der Gesetzgebung in Sachen Anstellung an Universitäten und so. Wäre gar nicht so schlecht, wenn man das mal irgendwie mit dem Abwasch erledigen könnte. Dann wäre das eine große Chance für Europa. Wie gesagt, die Chinesen haben das erkannt, dass das natürlich eine Ressource ist. Und die holen die sich auch. Ich habe dazu 4 Artikel verlinkt, da geht es allerdings um China. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben solche Artikel demnächst auch aus Europa kommen. Also das Fazit dazu ist, der Brain Drain hat offensichtlich die Richtung gewechselt. Mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Ja, und last but not least, ich will das heute auch nicht allzu sehr ausdehnen hier. Heute ist Wahltag in Deutschland. Also ich nehme das hier am Sonntag auf. Üblicherweise, habe ich ja erzählt, nehme ich immer sonntags auf, veröffentliche am Montag. Ich versuche mal, das heute am Sonntag auch noch zu veröffentlichen. Wie gesagt, ist ja scheiß Wetter draußen. Also steht dem nichts entgegen, hier noch ein paar Stunden länger im Büro zu bleiben und das zu veröffentlichen. Ich gebe hier keine Wahlempfehlung ab oder irgendwas. Wählt einfach das Richtige und die Wahlen hier in China für die deutsche Wahl sind schon gelaufen. In manchen Städten hat das geklappt. In Beijing war das relativ knapp. Ich denke, in Shanghai hat es auch geklappt, in Hongkong leider nicht und hier bei mir ja auch nicht. Aber egal. Ich denke nicht, dass die Stimmen der Auslandswähler da so eine große Rolle spielen. Also je nachdem, wer was wählt heute in Deutschland. Ich hoffe sehr, dass die progressiven Parteien eine starke Stimme bekommen im Bundestag und dass konservative oder eben regressive Parteien einen Denkzettel bekommen. Das wäre schön. Aber ja, so viel zu den Wünschen heute. Das wäre es für heute. Wie gesagt, ich will das nicht ausdehnen. Ich denke, die meisten Leute haben auch ganz andere Sachen im Kopf, Hochrechnung und so Geschichten. Also, das wär's soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.